Ich bin super fertig gerade. Wir haben heute die PC Gaming Show, die wir gucken. Ja. Nach der PC Gaming Show kommt Ubisoft. Und dann kommt lange nichts. Und dann noch heute Morgen um 3 oder morgen früh um 3 kommt Sony. Das wird hart. Also wir haben vor, wenn es klappt, bis um 5 zu streamen. Ich bin gespannt. Ja, klar klappt es. Also ich werde hier nicht aufhören, bevor wir nicht Sony gesehen haben. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, aber für dich mit sozusagen. Ja. Wir haben heute eigentlich ein extrem cooles Setup hier gebaut. Und zwar mit mehreren Monitoren, mit den Kontrollmonitoren, mit dem Stream und so weiter und so fort. Und es geht los mit der PC Gaming Conference. Deshalb gehen wir einfach direkt rein, ohne dass wir hier viel rumquatschen und schauen mal rein. Und gucken mal, wann es gleich losgeht. Wir gucken über den offiziellen Twitch-Kanal. Und das bedeutet für euch, dass wir jetzt die PC Gaming Show sehen. In 10 Sekunden geht's los. Geil, wir sind pünktlich. Wir haben sogar so einen Counter. Wir sind pünktlich. Meine Güte. Das war herausragend, muss ich wirklich sagen, Robin. Das war wirklich... Oh, das wird schwer mit Trinken. Ich trinke auch erstmal... Wie ich es dir gesagt habe. Ich trinke jetzt auch mal ein Käffchen und dann gehen wir uns jetzt mal schön die PC Gaming Show. Ist powered by Intel. Guck an. The personal computer. Oh. Well, it's not just a box or a station, right? Your PC doesn't exist. Scheiße, without der PC you. ist unser Leben. And you don't just use your PC. PC ist unser You're fucking its Leben. keeper. You're responsible for it. Ist doch wirklich so. PC gamers get their hands Was ist das? Oh, geil. Hier mit so Hat ein ESD-Band. We clean the Geil. thread the cables. It's got your die Grafikkarte fingerprints on it. angeschlossen. Guck And that das has a an. special kind of pride. We build our PCs and through Guck dir them an, ey. Das we ist build der schöne friendships Hardware-Porn. Ja. and rivalries. Geil. We build communities. And Die our PC Gaming Show reflexes. ist ja dafür bekannt... Oh, Players Unknown. Ey, ganz ehrlich, die PC Gaming Show ist super dafür bekannt, dass sie super cringy ist. Aber wirklich, ich rede hier nicht von ein bisschen cringy, ich rede von richtig cringy. Die Sachen, die gezeigt werden, sind meistens ziemlich langweilig und scheiße. Bis auf gerade, dass irgendjemand bei Fallout 60... Ja, aber davon mal abgesehen jetzt so, du hast halt ganz oft ziemlich viel Blödsinn und Kleinigkeiten. Aber wir gucken mal. Ich bin gespannt. Wir nehmen die mal mit. Wir haben übrigens alle Trailer vorbereitet bis zu diesem Augenblick hier. Die gucken uns alles an. Wir gucken uns die Devolver PK noch an. Wir werden Bethesda natürlich noch nachholen, weil die uns fehlt. Und so weiter und so fort. Geil. Guck mal, er hat ein rosa Hemd an. Schauen dir an. Und eine rosa Krawatte zu rosa Hemd, das sieht nicht so geil aus. Er hat ruhig eine schlaggrüne, eine quietschgrüne. Aber das ist doch schon wieder krass unangenehm, oder? Also geht mir zumindest so. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was kommt. Also, Komm so, ich hasse ihn jetzt schon. schon. Day 9, ey. Digital Devolver wird bestimmt auch noch kommen heute. Ja, Devolver gucken wir. Keine Panik, habe ich runtergeladen. Ja. Gucken wir uns doch komplett an. Zumindest die PK. Now, if you're interested in watching in another language, PCGamingShow.com, we have German, Musste Spanish, lachen, hab Russian, ihn nicht Chinese. verstanden. Feel free to head there. Or Wenn er was stay right here mit for Olores English gesagt hätte, coverage. hätte ich es gefeiert, Without aber so. further ado, Nein. Let's find out what's happening this year at the PC Gaming Show. Geil. Ja. Zeit für Trailer. Geil. Show. Live from the theater at voice Ace of Hotel Darkest in Dungeon. downtown Los Angeles, California. Uiuiui. Das macht schon ein bisschen Spaß, das zu schauen. Okay, das ist Virtual Reality. Es ist halt alles auf Intel gebrandet, das gefällt mir nicht. Xbox. Dann ist es so, Ja, dann ist es wieder so... Jordan Weissman, the creator of MechWarrior, gives a first ever look at Battletech. Und das meine ich mit, es kommen nur geile Sachen. Footage for Middle Earth. Ja gut, Middle Earth ist nett, hatten wir Okay, gestern das ja auf ist cool, Xbox ja. auch schon viel, aber... A new Schauen wir game mal. from Play Entertainment. Oh, New gameplay Hast du ja gestern from auch ein Total paar War, davon dabei, ne? Warhammer Also- 2. ja, zumindest New announcements Shadow of Player Mordor. Oh! Unknown's Battlegrounds. Oh, Player Unknown ist mit dabei, da bin ich ja ein großer An neuer Fan von. exciting reveal from Tripwire Interactive. ich sehe dich schon Bumpy jagen. Kein Scheiß, ich hab mich ja once lange again, dagegen gewehrt, aber ich habe jetzt Sean das Wochenende viel Blanc. gespielt und das war echt Thank you schön. so much, Evil Moin Mr. Omnipotent Turkleton, Voice moin in the Faultier, moin sky. Kafka übrigens. Schön, dass ihr alle da Let's seid. talk about our very first game. Du musst übrigens It's mal an gucken, expansion mach mal die to the Maus ab legendary vom and Rechner, weil jedes Mal, wenn du an die Maus kommst, kommt das turn-based Overlay. Es tut mir super leid. XCOM 2. Nö, ist Let's nicht take a schlimm. look. XCOM 2, stimmt, das haben sie ja angekündigt. Das wird was Neues zu XCOM 2 gezeigt. Wahrscheinlich ein neuer DLC. Das wäre natürlich cool. Also ich habe das wirklich gesuchtet bis zum Umfallen. Auch auf hart. XCOM, gar keine Ahnung Ja. von. Gar Aber keine Ahnung nee, von. Ich Macht persönlich, super viel Spaß. ich weiß, Ja. aber ich mag rundenbasierte Spiele nicht.
Ja, das ist das Schöne, du hast halt Zeit dazwischen. Weißt Ja, du? Das ist Bambi ist auch riesengroßer Fan von XCOM, aber ich sag mal, der Harras liegt hier direkt unter uns, by the way. unter uns. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, was ich gerade umrenne. Oh. If only you knew the truth. Robin freut es tierisch gerade. Alles gut, ich guck's mir einfach an. Passt schon. Wie gesagt, auch wenn ich mit vielen Spielen mal nichts anfangen kann, persönlich, wollte ich immer, wenn was Neues kommt. Hab ich da eigentlich gesagt, dass ich in XCOM 2 einen Charakter von dir gemacht habe? Erzähl's mir nach dem Trailer. So, you do exist. They were sent here to purge the lost. You are safe here. Ja, sieht nett aus. Bin gespannt, wie sie bei Gameplay zeigen. Hat so ein bisschen was Zombie-eskes, oder? Ja, vor allem XCOM war ja eher so Alien, aber das sieht mir eher so ein bisschen Zombie-like aus. Ja, ist ja. Muss ja nicht schlimm sein. Ja, vielleicht das DLC machen sie. That can't be good. Advent Hobbit. I suppose we should begin then. Now the real war begins. Uiuiui. Wie heißt das Ganze? War of the Chosen. Okay. Bin gespannt, jetzt werden sie ja wahrscheinlich noch ein bisschen was sagen. 29. August ist bald. Und kommt auch für Konsolen. Ja, das ist schön für alle, die auf Konsole spielen. Also du hast eine Figur von mir gebaut. In XCOM. Ich habe eine Figur von dir gebaut in XCOM. Warum? Und zwar habe ich damals, als ich XCOM 2 gespielt habe, haben wir gerade mit der Firma angefangen. Und habe das halt nach langer Zeit nachgeholt. Und da gibt es ja so Elite-Soldaten. Und da warst du halt der Psy-Typ und ich habe den Bambi auch gebaut. Das war halt super cool. Ich habe halt, du kannst ja halt so einen Soldaten bauen und dann machst du halt Soldaten mit Nationalität. Ja. Und dann habe ich halt nur Deutsche gemacht und dann habe ich uns halt alle reingepackt. Ja, ich war natürlich der Übersoldat, logischerweise, ja, aber alle anderen haben das halt natürlich mitgenommen. Ja, das interessiert mich auch. Who are the chosen? So they were designed to be the ultimate enemies of XCOM. They are three almost champions of the alien army. And they have three very distinct personalities and three very distinct fighting styles. And the player is going to get to know those very well because over the course of a whole game, they're going to fight each of those chosen multiple times. And the chosen, just like the player, they get stronger over the course of the game. They learn new skills, new abilities. They even gain new procedural strengths that the player's going to have to contend with. So in a sense, it's not like a normal enemy where you might see a chosen in one battle and a chosen in the next. It will be the same chosen again and again and again, getting new strengths. That's right, that's right. And so they always have something new up their sleeve because they're always learning sort of new tricks. Well, you mentioned the personalities of the different chosen. Walk me through who the chosen are and what these strengths and weaknesses aber trotzdem nicht spielen, so for example, there's the assassin. Ich kann halt mit XCOM nichts anfangen, aber Bambi und dich können wir ja mal vor die Kamera setzen dafür. Ihr beide XCOM spielt, könnt ihr da mal ein Special zu machen. Wie gesagt, ich bin XCOM. Ein XCOM-Special. Ich habe damals mit Bambi zusammen XCOM im Stream gespielt, noch bei Gameswelt. Ja, das war eine Katastrophe. Also mich brauchst du nicht bei XCOM hinsetzen. Ich sitze da und kommentiere das und mache mich drüber lustig, aber ich habe halt keine Ahnung davon. Davon lebt es ja. Also du hast halt den Vorteil, dass du bei XCOM im Endeffekt ja viele Pausen hast, wo du ja für einen Streamer eigentlich super interessant ist, weil du natürlich die Pausen füllst. Ja klar, du kannst halt drüber reden und so. Das ist halt ein Spiel, wo du reden kannst, nicht wie ein Shooter, wo du halt die ganze Zeit reinschaust. We talked about this new obstacle in the form of the chosen. You know, mentioned the assassin. Who are the other two? Wieder sagt es auch. Also XCOM ist, ich finde XCOM auch mega. Also. Ich freue mich auch für euch alle. Für mich ist es halt nur nicht so. Ist halt so. Ich hab's ja nie reingefunden. Also, sag mal, Harras, kannst du eigentlich so ein ganzes... Harras, kannst du ein kleines Stück noch da? Das wäre super lieb. Dann kann ich meine Beine hier ausstrecken. Harras, hallo, komm mal her, Digga. Ja, ich möchte den Hund aber nicht treten. Er kuschelt so. Geh mal ein bisschen... Haha, danke. Du darfst auch... Komm mal her, du darfst auch hier bleiben. Aber ich möchte... Dankeschön. Guck mal, hier darfst du... Komm her, hier darfst du hin. Komm mal her. Da war gerade kurz ein Öhrchen zu sehen, ne? styles,
But for the player to get access to those, first they have Meine to win Güte, those so. factions Schauen, ob over. ich They den have to Haras, recruit them to the XCOM cause. But when you do, you have access to the 3 most powerful soldiers we've ever created. So We're Komm taking a her, look at the du darfst- roster right now. What's Du the darfst gameplay? gerne auch hier the durch, Reapers. So Doggy, they are aber sort of Grüße an den Kleinen, sind stealth marksmen and bestellt. saboteurs. Then we have the Ich möchte nur meine skirmishers, Beinchen which are ausstrecken. actually Das ist nämlich dann defectors from Danke. the alien Oh, jetzt hast du army. mich Oh, that makes abgeschreckt. sense with the art style. Yeah. Look So. at those fingers. Yeah, so Ja, verrückt, ich hab den Haras half nicht alien mehr. Schade, wir müssen human mal einen hybrids, and they're sort of like Haras single soldier Emote wrecking machen. crews. They're really powerful. Werden wir mal And then we nachholen. have the Templars, and Kein they're the Problem. most mysterious of the factions. They are psionic wildlings, and they Robin work raus a von little 3, ja, differently vielen Dank. because They build up power. Er guckt aber auch so ein bisschen, als würden wir ihn gerade schlagen. Komm mal rüber. Then Komm mal rüber, dann sieht man dich mal. devastating So abilities. it's sort of Die like Leute, die a dürfen wir mini nicht sehen. resource management Wollt ihr mechanic alle sehen? specifically Oh, jetzt for nicht the wieder temple. direkt in den Weg Definitely setzen. is. Weg There's setzen. trade-offs there Da, where as Platz. they gain Oh Gott. focus, you either Oh want Gott, to was keep hab it ich because it weggerissen? makes them bin stronger, zu weit or you can zurückgefahren. spend it on these really powerful abilities. Now, in the Nein, trailer, we got the alles. chance to briefly look Ja, at so super. the Guck. Ich hoffe, Lost. ich habe Du hast- deine du hast- Marshall-Boxen nicht kaputt gemacht. Nee, die ist, Marshall, denn nur bei Right, Marshall so klingt the Lost- Gitarre richtig gut. This comes out of the idea Das war that mein- the das war mein, original alien mein invasion Strand- happened 20 years mein ago. Strandtool. And in that invasion, the aliens Strand genommen mit der destroyed some of the E-Gitarre. greatest So wie cities du of die the world, wahrscheinlich and die we've never Akustikgitarre been back. mitgenommen hast. So Meine in War the Güte, das Chosen, war jetzt ja schon we wieder go viel back. zu aufregend. What's Viel zu behind there are the Ja. Lost. These handsome. I thought that everyone in the city's died, but apparently they're alive and well. They're doing fine. Yeah. As you can see, they've weathered the last 20 years Schön. really well. GG, Robin. GG. Yeah, Es- these are heavily mutated humans. 2 Sekunden, And a 2 single Sekunden da, loss instant is alles not wieder gonna pose zerstört. much of a challenge. So, übrigens, But Twitter, unfortunately, you don't Robin. fight single Machen wir loss. nachher, They ne? move in large Alles später. Wir gucken jetzt swarms. erstmal die And so PK. when you go into the cities, these swarms are drawn to the sound of combat, and they never stop coming. And there is a silver lining, which is that the Lost don't like aliens either. So, Oh, really? Okay. Yeah, so once the Lost show up, then everybody's fighting for their lives. Kurz And mal I twittern, know dass that wir a big live sind. hallmark of Geil the gemacht. XCOM games is the sort of tactical maneuvers of the AI that, in the same way you're planning. Hallöchen, it's King of planning Austria. too. Schön, dass du wieder But da the bist, Lost Mann. behave quite differently. Yeah, they're mindless. So the idea is that you have this tactical combat going on against you versus the Advent, the aliens, and then all of a sudden this horde shows up and it throws everybody's plans out of Foto whack. And gemacht, then das you sind die can even besten have Fotos. maps where they are chosen, lost, Live you're fighting the Advent auf at the same time. It makes for some very, very So, beautiful wir kümmern uns mal chaos. kurz um die It is sozialen definitely Medien. Ja, ich hab ja, unlike wir any hatten so other viele technische XCOM Probleme, ich hatte keine Zeit, play. Bescheid zu sagen. Well, Das nervt Jake, mega. You're the first guest out. Schauen wir mal I'm mit going to her, ask Robin. you the big question. Okay. When do we get to play it? We get to play this. War of the Chosen comes out Yay. August 29th, so very 2 soon. months. That's right, Ja, very soon on PC, Xbox One, and PS4. So people should follow XCOM on Twitter and Facebook if they want to keep up with all the latest XCOM information. Wie war der Handle? Wollt mich- Hashtag? Jake didn't want to Hashtag do this, Zockolores but I'm E3. gonna make him do it. Die da Follow oben Jake rechts on im Logo zu Twitter. sehen It's ist, at liebe Freunde. Solomon Jake. Follow him, say hello, and tell him you're proud to be a follower. Yes, please, please. Thank you. I don't like self-promotion. Robin, ich sehe aus, als hätte ich geschwitzt auf meinem Der arme Bild. Typ so, ey, jetzt hast du mein Twitter-Handle genannt, bitte nicht, ich möchte nicht in der Öffentlichkeit Thanks so sein. much for joining me today. Jake Solomon, creative director of Ey, Day XCOM. 9, Thank you. ja, Thanks. so, Day 9 eigentlich ein sympathischer Kerl, aber leider auch As ziemlich, some of you may ziemlich know, I am anstrengend. not the only host at this event. Joining me to do all sorts of wer kommt denn jetzt announcement noch? goodies King of Austria is a ist wieder woman da. named Ja, Sonia schön. Reed, but you may know her a little better as OMG It's Kaffee, Chips und Firefox. How's it going, Zockolores Sonia? E3. Oh, die Sonja. Hi. Thank you, Sean, and hello, you beautiful gamers. And whether you are checking us out online or you're hanging out with us here today, I am super excited to be here and show you guys some awesome Ja, games. zeig mir And Spiele. you know what? I'm not going to wait. We're just going to get right into it. I want to show you a game OMG, called it's Oblets. Firefox It is gonna be Reed. coming out early next year. Gleich mal And it is antwittern. from an impressive studio of only 2 people called Glumberlands. So it's kind of a mashup between Harvest Glumberlands? Moon meets Pokemon meets Adventure Time, but even cuter, if you can imagine that. So I'm going to show you how to grow and customize your Okay, Ooblets eine in this Mischung aus exclusive Pokémon und Harvest trailer. Moon, das hört sich an, als wenn es sehr, sehr viel Zeit kosten wird. Und es ist von Double Fine. Oh shit, das habe ich gestern schon kurz gesehen, das war super knuffig. Oh ist ja nein, so süß, Mann. mein Herz. Guck dir das mal. Pokémon, Oh Gott! du baust Sachen an wie in Harvest Moon Ja. Und, und es kommt Pokémon raus. Und alles ist süß. und alle rennen dir hinterher. Und alle so, oh mein Gott. Schau's dir an. Where can I buy Das ist this? Level 2. Du kannst Oh shit, Einrichtung, du kannst shit, shoppen. das ist überhaupt kein Spiel für uns eigentlich, Nee. aber ich sehe uns das streamen. Ich Ja. sehe uns das streamen und Ja. das wird richtig unangenehm. Oh, man kann alles customizen. Oh Gott. Das sieht super gut Oh aus. boy. Geht das als Multiplayer? Das wäre noch lustiger. Koop. Kannst du gemeinsam. Echt? Ach
gemeinsam Sachen aufbauen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab's einfach gesagt, das wäre geil, wenn es so wäre, oder? Ja, guck mal, man kann sich ein Wohnzimmer bauen, ein Schlafzimmer bauen oder alles. Es ist ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer und es ist da alles. Jetzt noch ein Relaxo liegen würde, hey. Ja, hier, da liegt doch hier so ein Fitness-Relaxo mit Stirnband. Super gut. Guck mal, hey, da kann man mit Freunden tanzen. Guck mal, alle sind glücklich. Das wird ein MMO werden, oder? Weißt, guck mal, in der Welt geht es nicht um Politik und um Verderben und darum, dass alles untergeht. Da ist noch alles gut. Mit deinen komischen Ublits bist du 2018. PC und Xbox One. Ja, aber Double Fine ist ja auch ein Garant für Qualität. Double Fine hat immer gute Spiele gemacht bisher. Oh, was ist das denn? Hallo. Sieht aus wie ein Titan-gesteuertes Spiel. Mac Warriors irgendwas. 3. 15. Sims plus Pokémon und Landwirtschaftssimulator. Alles mit drin. Oh From ja. the creators of the Shadowrun Return Series. Now game with Max. Rundenbasierte Mac-Action. Oh, Battletech. Turn-based Mac-Combat. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ach, der nein. Oh, das macht ihn glücklich. Das ist doch schön. Battletech distilled into its purest form on PC, and here to talk about it from harebrained schemes is Jordan Wiseman and Mitch Gettleman. Welcome, gentlemen. It's a pleasure to have you up on stage. Thank you very much. Stell dir mal vor, Robin, du sitzt da so on stage, ja? Und es fragt jemand über dein Spiel aus. Ja. Du bist auf NDA und darfst eigentlich nichts sagen. Ja, wieso? Ein bisschen was das ja. Das ist ja komplett gebrieft. Turn-based tactical game set within the MechWarrior universe. And there's going to be 3 modes of play. Dieser Text ist nicht auswendig gelernt. Multiplayer skirmish and then our Ja, wie passt doch. mercenary campaign. Well, I want to hop straight into some of that single-player content by taking a journey to the Argo. I understand that, you know, there's all sorts of combat ja, das ist goodies ja that halt we'll ein see in a Text moment. auswendig runterleiern The müsste, Argo is in ohne between missions. Emotionen. Walk us Ja, through aber this. ist doch cool. Oh, die Frage ist es eher so ein FPS-Shooter oder ist es mehr so ein Das Tactical? Ja? Das ist Tactical. Das ist wie XCOM. Sieht ganz cool aus. Ja. Also im Trailer sah es aus wie XCOM. Von daher, ich vermute jetzt mal sowas. Das wäre dann eher was für mich. XCOM-eskes. Ja, ich spiele Ublitz. Kleine süße, knuffige Dinger an. Ja, ich mache eher so die Strategie. Super putzig. Töten. Töten. Mac töten. Aber die hat schon 2 Narben im Gesicht. Das ist, weil sie so gefährlich Guckt ist. voll traurig. Also, das ist, weil sie so super gefährlich ist. Das sieht sogar fast... Paradox ist, warte ich also besser, bis die ersten 2 Odds draußen sind. Man holt sich aber die Definitive am Ende und gut ist. Genau so läuft das Ganze nämlich. Wenn die Ublitz erwachsen sind, werden es Battle Max. Oh ja. Das ist eine geile Vorstellung, so ein Crossover. Ja. Du spielst in Ublitz, baust du dir die kleinen süßen Viecher an und dann packst du sie in die Mechas und sie kämpft für dich bis zum Umfallen. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum packen sie denn jetzt beide Spiele zusammen? Also der andere redet vielleicht noch über Ublitz, oder? Ja. Guck mal, wie traurig er schon wieder guckt. Warum kann er nicht der so... guckt nicht traurig, der guckt nachdenklich. Ja, so... Du weißt schon. Ich hab hier einen Mecha gebaut. Und der steht halt so. Wenn der wenigstens tippen würde, so weißt du, ich verstehe nicht, warum... Guck mal, hier schon wieder. Irgendjemand, der langweilig... Ja, das ist der Dev-Bild, da kommt bestimmt noch ein bisschen was. Guck mal, er so, ja, ich sitze auf der Bühne und hör zu. Cool, Battle Max. Ja, ich mache ein Spiel über süße Viecher, die man anbauen kann. Ja. Guck mal, die guckt wenigstens glücklich. Die sieht ein bisschen aus wie Wonder Woman, nur in Weltraum. Oh, freust du dich schon auf den Film? Nee, überhaupt nicht. Ich hasse DC und Superhelden, außer Batman. Okay, aber ich habe gehört, dass das Wonder Woman wohl einer der neueren, besseren wird von ja, da schreiben ja alle zu. Was soll ich meinen Kindern sagen? Guter DC-Film? Was? Bitte? Bitte? Nee, schauen wir mal. Ich werde mir angucken, aber ich muss halt sagen, so die letzten Batman haben mir halt gut gefallen, bis auf Batman vs. Superman, der war nicht so ja, toll. der war etwas übertrieben. Ja. Aber passt schon. Ich mag allgemein keine Filme, wo es interne Streitigkeiten gibt zwischen den Helden oder Bösewichten. Ja, hier Captain America und Captain America, okay. Civil War fand ich jetzt gut, war geil, aber hat mich ziemlich gestört, dass sie sich alle bekriegen. Das Problem ist,
ich mag solche Spiele, also ich mag das hier an der Bühne kriegen, aber es ist halt so ein bisschen wie bei EA mit Star Wars Battlefront. Ich finde zum Zuschauen, wenn du keine Ahnung hast, wie ein Buffer. Wenn du keine Ahnung hast, wie so ein Turn-Based-Spiel funktioniert, dann hast du halt das große Problem, dass du da sitzt und es nicht ganz verstehst. Also im Sinne von, ich finde da halt unfassbar schwer rein, ehrlich gesagt. Aber wenn es hier so weitergeht, müssen wir ein Kabel legen. Ja. Ein Netzwerkkabel. Vielleicht legt uns Julia mal ein Netzwerkkabel. So, vielleicht können wir die Regie ja mal fragen, ob wir ein Netzwerkkabel kriegen. Wir gehen mal kurz ins Vollbild, wie man das so macht bei mega professionellen Produktionen. Wir legen mal kurz ein Kabel, dass die PC Gaming Show weitergeht. Keine Panik, ihr verpasst nichts. Die Ublets werden kommen jetzt. Ja, wir werden dafür sorgen, dass wir die Ublets sehen werden. Und wenn wir die Ublets nachholen, ist gar kein Problem. Wir fixen gerade noch die letzten Stream-Probleme, die wir haben. Ich habe die letzten Tage auch immer über YouTube geschaut und nicht über Twitch, weil ich mir dachte, dass da vielleicht ein bisschen besser läuft. Vielleicht müssen wir da schauen. Bei Twitch gibt es aber die ganzen Sachen so schön gesammelt. Und eigentlich sind wir als Twitch-Partner auch verpflichtet, nur den Twitch-Restream zu nutzen. Ja. Von daher, muss kurz auf die Werbung warten. Jetzt haben wir natürlich noch die Werbung gerade. Ich habe natürlich auch noch auf die Werbung geklickt, ich Idiot. So. Oh, das ist sehr lieb. Wir gucken mal, dass wir hier... Ja, Auxiliaris hat uns gerade ihr Kabel schnell weg. So. geklaut. Also, wir packen ein Netzwerkkabel ran, damit wir krasse Kabel-Action haben. Und dann haben wir hoffentlich gleich hier schönes Bild, dass wir ohne Probleme die ganze Show verfolgen können. So, wir warten jetzt darauf, dass die Werbung vorbei ist. Das ist crazy, warte, da kann ich sogar vielleicht mal auf... Und es ist schön, dass du versuchst, unseren Traumurlaub zu gewinnen. Wir müssen die Ublets sehen, Fankhi! Ich will die Ublets sehen. Jetzt hau rein. Ich bin Reload mal die Page nochmal schnell. Warte. Irgendwas hat sich da aufgehangen. Reload. Jetzt läuft's. Warte, ich will aber auch gleich oh boy, bitte. Jetzt lass uns nicht im Stich, Internet. So. Der Internet ist ja schon da. Internet ist da, wir brauchen nur, dass die dumme Coca-Cola-Werbung vorbei ist. Trink keine Coca-Cola. Coca-Cola ist scheiße. Lösch dich, Coca-Cola. So, wir sind wieder da. Open-ended action ja, medieval so. RPG game. Meine Güte. So, I don't want to waste any more time. Let's just get right into it. We're going to check out the trailer for Mountain Blade 2 Bannerlord. Oh, Mountain Blade 2. Tables Entertainment. Also ich kann fest sagen, dass die Leute auf der Bühne nichts mit Ublets zu tun haben. Okay, dann gibt es gar nicht mehr zu Ublets zu sehen. Schade. Dann gucken wir uns halt Mountain Blade 2 an. Ist auch gut. Harastem! Egal, woher wusste das Spiel? Woher wusste es, dass wir Harras hier haben? Guckst dir an, wie er reinreitet. Ich mag das ja so Spiele, wo du reinreitest und einfach metzelst. Das ist cool. Also völlig unübersichtlich so. Ich glaube, du bist krass aufgeschmissen, wenn du da auf dem Pferd sitzt. Und du reitest doch alleine, ne? Du reitest weg so. Ja, wieso? Du Harras! Hauptsache der Fankhi hat Spaß. Hauptsache der Harras ist gut drin. Wir werden uns Ublets später nochmal angucken, keine Panik. Ich werde später jemand noch nebenbei die Downloads starten, dass wir uns die ganzen Trailer ziehen. Dann gucken wir uns nach der PC Gaming Show. Bis Ubisoft um später haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube 22 Uhr geht Ubisoft los. Bis dahin gucken wir uns noch mal ganz viele Trailer an. Daher. Ja, in Mountain Blade 2 sieht geil aus. Ich sehe absolut nichts. Also ich verstehe nicht, was da passiert. Ist das sich auf Multiplayer? Wie die da gegeneinander? Oder ist es, leitet der seine Leute? Ich habe keine Ahnung. Das hat der Trailer mir auch noch nicht verraten. Ich weiß es wirklich noch nicht. Okay. Wir gucken einfach mal. Guck mal, der hat ziemlich viele Pfeile in der Rüstung stecken. Oh, Bannerlord. Hoffentlich hätte er nichts mit dem Altschauerberg zu tun. Ich mag das auch, dass sie so ein leichtes Summen in der Pressekonferenz haben. Ja, so die ganze Zeit. Bisschen zu viel Strom auf dem Mikrofon. XCOM and Ublets and Battletech. We would love to hear your thoughts. Use hashtag PC Gaming Show. Let us know what you think. We'll even put some of the tweets up here live. Not all of the tweets, Leute, ihr that habt would be a Masseproblem. disaster. Some of you on Twitter really need to pull it together. But either way, we'd be thrilled to hear your thoughts. And coming up next, we have the sequel to Total War Warhammer 1. It's Total War Warhammer 2. I'm joined by Al Bickham from Creative Assembly. How's it going, Al? Yeah, really good. Good to be here. So tell me, what is it that's been going on since your announcement a few months ago?
quite a lot, really. I mean, this is we're working on the second game in our trilogy. Jetzt ist Oxy halt natürlich It's going to be every bit as big as the first Aber game. vielleicht We're will sie layering sich on. einfach We're sort of doubling down on an all den the anderen stuff that made the Rechnerplatz first setzen, game dann hat sie wieder ein LAN-Kabel. real Oder einfach das LAN-Kabel diversification von da hinten between nehmen the und factions ziehen. and a Das, whole was range das Blaue, was of da whole liegt, new kannst du kind of darüber gameplay legen. extras in the campaign game as well. So Ja, dann legst du 4 den new Rechner halt auf die factions. andere Seite. Aber ist egal. Gibt es einfach kein zweites LAN-Kabel hier? 4 new factions, yeah. I thought there were 2 big ones no. we were talking about. No, well, we're focusing on the High Elves and the Lizard Men at the moment. Spielt halt Pokémon but there's einfach, ne? the Dark Elves as Wartet auf die well, and another Nintendo-Pressekonferenz. 4th race, which we have Ich bin yet to gespannt, announce. was wir jetzt sehen. I know. Ob es terrible, ist isn't nur Cinematic Well, oder sehen wir talk to us auch a little Gameplay? bit Weil about Cinematic the bei High Total War ist ja Elves eher and the so Lizard Men. it? Right, Geil. so egal. Ja. So they're aber both essentially ist schon working towards the same goal. eher in the egal campaign bei game, just to Total heal War the Great Warhammer. Vortex, which is a sort of unique feature of the campaign map, which ties the whole narrative of the game together. Right. But even those in the Warhammer world with the same aims will inevitably come to blows at some point. So that's what we'll be showing today. And we're going to be looking at what is called a quest battle between the High Elves and the Lizard Men. Walk us through a little bit of what we're about to see. Okay, so this is we're about to show some footage from a quest battle for Krokgar, who's one of the legendary lords for the Lizard Men, and this is one of his quest battles, and it's a battle for the Fallen Gates. So you'll see the Master Lizard Man forces das wird alles trying noch to geiler oust heute. the Also High sowohl Elves Ubisoft als auch Sony werden halt deutlich they're sort of größere Knaller. meddling Die PC Gaming Show ist leider dafür power bekannt, dass sie side so ein of bisschen the Lizard Man. die Kleinen. Well, bisschen I'm mellow very ist. excited to Ein take a bisschen- look. It's going to be some bisschen in-game ruhiger. footage from the Battle of the Fallen Gates. Uiuiui. Das Video hängt, meine lieben Freunde. Da hat die Regie die auf Play. Ah! Da war die EA-Pressekonferenz ja grauenhaft. Die haben ja ständig falsche Kameras eingeblendet und hast du nicht gesehen. Also das war wirklich schlimm. Bisher sind die Fehler noch am Rande hier. Aber immerhin ist es Ingame, das finde ich schön. Ja. Dass sie da nicht irgendwelche komischen, schönen Sachen zeigen, sondern halt wirklich Gameplay. Aber es ruckelt so ein bisschen, ne? Ja. Ich weiß immer nicht, ob das an uns oder an der Stream liegt, von daher. Ja gut, wenn es dann daran liegt, dann. Ja, Ublitz hätte die Präsi um Längen aufgewertet, geht mir komplett mit. Ich glaube, wir sind uns auch alle mega gefreut. Aber Total War Warhammer 2 ist halt auch cool. Das war so gerade die. Immer wieder kommt so, schon weggelegt. Hallo Robin! Hallo! Total War Warhammer. Das Logo ist geil. Das Logo mit der 2 im Hintergrund ist sehr, sehr cool. Vor allen Dingen 28. September schon. Wann kam das erste jetzt? Das kam doch erst vor kurzem. Oh, dieses September Wasserrauschen 28th, Al. ist echt heftig. That is the first time I think we've got the chance to see that official release date. Yep, we're announcing that today. We're officially Wow. on the 28th September. So we're available for pre-orders now. We've got Gibt es Leute im Chat, an early die adopter bonus, Total War which is Warhammer 2 gespielt really haben? Wenn ja, würde mich interessieren, braucht ihr schon einen zweiten Teil? Oder sagt ihr, hey, der erste war eigentlich genug und cool, deshalb brauche ich nicht schon wieder ein neues? Würde mich interessieren. Ich habe es natürlich nicht gespielt, weil Strategie und rundenbasiert haben wir heute schon gelernt, ist nicht so das für Robin. Right, so as I mentioned, this is a quest battle, and this is the Lizard Men versus the High Elves. In so kurzer Zeit schon and wieder this is what irgendwie we've got Neues. playable here at E3 this week. Weiß ich nicht, brauchen so wir you'll doch be able nicht, to oder? take control of the Lizard Men in that battle and experience that. Ja, aber wäre es dann nicht cooler, diversity DLC and zu all the bringen, crazy als stuff einfach that's nach einem going on Jahr in schon their wieder das army, Neue? because they're essentially an army of Nicht, dass es nur ein Jahr ancient alt ist. spacefaring dinosaurs. Total War Warhammer? And they, you know, Ich checke small das dinosaurs kurz. that ride big dinosaurs. Nein, Total with War Aztec Warhammer kam space doch lasers, and it's, 2015. you know, it's playing with Warhammer. Never ever. all the way down. Das war doch... all the way up and all the way down. Total Yeah. War So, and Warhammer Das kam doch gives us these toys to play 2016, with, to oder? make the game with. It's awesome. Total War Warhammer kam 2016 raus. 2016, so Anfang? Mai 2016 war das, ja. So, okay. So Das ist Warhammer jetzt 2, we've September got different new 2015. campaigns anderthalb that Jahre. lead you Anderthalb to Jahre. kind of Das ist- explore and discover and gain das ist new schon abilities sehr, and sehr that nah kind of stuff. beieinander. And it's all based Also ich mein, around ja. a sort of overarching Also narrative. vielleicht wäre so sogar all the races are in intention Erweiterung right noch until mal the Also end. DLC wäre, glaube ich, also shortly after angebrachter launch, we're gewesen. also Außer sie bringen releasing jetzt halt a free krass update for the viele game, neue Sachen. Was ich mir aber nicht vorstellen kann bei anderthalb Jahren Entwicklungszeit. campaign map into play, which Also is Corbett the- ist auf jeden the- Fall the ein Landmass Brand, from der Warhammer 1 verfolgt das and Game auch Warhammer schon länger. 2 Corbett ist together A, in eine a Sie gigantic campaign Corbett map ist where eine you can Sie. play Und any B, of the races Moderatorin bei in uns. the mode Nice. Und of both C, games, yeah. ja. Well, I understand you have presence here at Und E3, sie nervt not just bestimmt in nicht. this Ach, show, nö, but Corbett ist also super. on the floor. What are Corbett players und going to Vicky get the sind chance to play unsere there? Mod. Yep, so they can play the Battle of the Fallen Gates. We've got 2 difficulty modes, so a kind of starter difficulty mode and a Die Antwort veterans auf die Frage difficulty von mode. Robin ist ja und And then nein. also get to see Okay. also rolling. Vielen Dank für when you diese play, Antwort. you'll Guck mal, der see Baron the ist auch actual da. campaign map as well. Schön. We put a video together that
details and loads of the new features in the campaign. Okay, es war angekündigt, dass 3 Teile kommen mit Schwerpunkt auf die einzelnen Regionen. Dann, okay, dann ist es so ein bisschen wie bei Warcraft wahrscheinlich. Wie damals bei Warcraft 3 mit TFT. Once again, feel free to check it out on the E3 floor or if you're at home. Die PC Gaming Show, wie gesagt, zieht sich immer ein bisschen, aber keine Panik. Now our next game wir haben alles später noch an Trailern von EA und Xbox Card Games. Hand of Fate? I wind up playing bad decks and having fun. Here to talk about the upcoming expansion for Shadowverse is Kriparian. Shadowverse? Hey guys, how's it going? Kriparian here. Today I want to talk to you guys about Shadowverse. Shadowverse is one of the best card games out there because it basically just does everything right. Ja, Every time I log into Shadowverse, I have an amazing experience. I can play whatever deck, whatever card, sieht doch wirklich aus wie anything I want to do. And of course, every time there's new cards added to the game, das Schöne an der PC Gaming Show ist, du siehst Spiele, die du noch nie gesehen hast. And really der Baron hat gesubbt. much richer. Danke, Mann. Ladies and gentlemen, I give you the worldwide debut Keine Panik, of dass the wir später auch noch Wonderland wahrscheinlich zu Dreams Bier werden. Auf jeden Fall. Oh Gott, dieses Brummen. Dieses Brummen, liebe Leute, liegt übrigens nicht an uns, das liegt an denen. Ja. Ich möchte es nur noch mal dazu sagen. I have a book for thee, like no other. Each page der Baron einfach mal gesubbt. Das freut uns mega. Vielen Dank, Mann. Ja. Where fairy tales dovetail with myths. Übrigens, dass ich frage, wo ist Bambi? Das ist Fankhi, nicht Bambi. Hi. Und zweitens, der Bambi ist in L.A., der ist für Sony in L.A. und wir werden heute auch noch Kontakt mit ihm aufnehmen und mit ihm zusammen wahrscheinlich die Ubisoft-PK gucken, wie es aussieht. Wahrscheinlich wird das funktionieren. Deshalb seid noch ein bisschen gespannt. Bambi wird später auch mit dazu kommen. Wie gestern haben wir Microsoft so halb zusammen geguckt. Wird geil. Ja. Wird sehr, sehr geil. For blood-pricked roses wishes be. But fear not to bite life's fruit. For in this land, ich auch. Oder ein blutiger Äpfelbeiß. Ich bin auch ein riesiger Anime-Fan. Wir haben so ein bisschen. Wir müssen uns uns auch mal so ein bisschen. Wir müssen auch so ein bisschen. Ja. Weiß ich nicht. Ich bin zu fett. Keine Ahnung. Ich bin zu fett. Ja, wahrscheinlich. Defines your fate. Ey, ich liebe Anime. Das ist das Beste auf der Welt. Anime, so, es gibt 2 Sachen, die ich zum Leben brauche: Wasser und Anime. Sag ich immer. Wonderland. Wieso ist dieses Kabel so kurz? Ich sitze doch schon direkt dran. So. Aber dieses Brummen, Kinders. Bitte kriegt dieses Brummen in den Griff. As you know, technology is an extremely important component to games, especially with the ever ohne Technologie wäre nicht so viel mit Videospielen, ne? Ja. Das wäre schwer. Das wäre schwer. Das wäre schwer. Also ohne Technologie. Vielleicht geht's, ja? Vielleicht geht's. Also ich meine, so an Gameboys denken? Ja, aber es ist auch Technologie. Auch Technologie. Verdammt. Ja. Gibt es Videospiele auch. Aber Vorsicht, Dubstep ist Zeit für Intel. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht meint er auch nur Intel, weißt du? Wirklich, das bedeutet uns sehr viel, dass der Hauptsponsor auf der Bühne ist. Ja. Er sieht ein bisschen aus wie Dieter, oder? Wie Dieter? Hey, good morning everyone. Stimmt, wie der Dieter von Header meinst du, ne? And I'm very excited to talk to the PC gaming community about all the announcements we made this morning from Intel. I'm a software guy. Mal gucken, was Intel jetzt erzählt. Übrigens, wir wischen jetzt den kompletten Boden auf. Hier sind 20 Prozessoren. Intel Software Guy. Was an amazing year by all measures. Steht auch auf der Karte. Ja? Ich bin der Intel Software Guy. Hallo. Over 2 million new live streams. Zockerholiker. Over 300 million esports enthusiasts. Stand, and look at the growth in VR. Habe ich durchgesetzt. 2017 is going to be even more amazing. Robin Rottmann, irgendwas mit Medien. Because of you. It's because of you in this room, the PC gamers. It's because of you on the broadcast. Aber es gibt zum Glück Handys. You are the ones that bring the innovation that we create. You drive us to innovate. We're on the edge of technology all the time with you. You have that instinct on what the new capabilities are that we need to deliver. Instinct. And then you have this amazing, inclusive and social environment. Von Intel. Von Intel. Male, das I in Intel steht für Instinkt. Für Innovation. Für ihr Garten, für ihr Licht, für Irrationalität, für Inder, Imker, Inder und Now, you gaming enthusiasts will love the Core i7X. Overclocking capability. It's an amazing Innovationsverlust. System. And you megatasters who want to game, Intel, wir stehen für Innovationsverlust. Will love the beast of them all. The Industrie, zum Beispiel. Sogar amazing. Edition. Jetzt steht nur noch amazing awesome. System for this Warum nicht awesome? Tremendous now, as a Hardware. software person, I love this environment. I love this hardware. Ich liebe auch dieses Environment. It gives software people less time waiting,
Ich freue mich sehr auf die Devolver-PK, wenn wir die Spiele noch gucken, weil die geht genau auf solche Situationen ein. Die nehmen sie auseinander. Das ist to ensure they take full advantage of all that innovation we put in our platforms. Whether it's working on the caching algorithms, zeig doch was Cooles! Graphics, or aber er ist der Sponsor, weißt du, das ist so dieser Bühnenslot, den alle kriegen, wo irgendjemand was erzählen darf. Ja, aber Intel hat doch meistens auch wirklich was zu zeigen. Ja, die haben richtig geile Sachen zu zeigen. Also gerade mit also alles, was er gerade sagt, würde mich ja wirklich es würde mich ja wundern, wenn er sagt, pass auf. Stell dir vor, Intel steht so und sagt so, uns sind Gamer egal. Würde ja niemals erzählen. Natürlich lieben sie Gamer. Wo ist das Video? Guck, er drückt die Präsentationstaste. Wo ist das Video? Da ist das das Video. This is just an example of some of the titles we work with. I'm sure you recognize a lot of these titles. These are just a few examples, whether it's Halo Wars 2 or Overwatch, or in the VR space, where it's Arizona Sunshine or The Unspoken. We're working with all of these content providers to ensure they take full advantage of all those new capabilities. How many people have heard of Destiny? Halo Wars 2 als AAA-Titel? Kann man Destiny 2 sehe ich ein. Destiny 2 haben sie Destiny 2 gemacht. Da hat er auch super lange dran gearbeitet. Destiny 2 to the Hatten die auch einen ganzen Teil, wo sie aus ihren Fehlern lernen konnten. Yes, we're bringing the PC. Yes, bring it up. Da waren ja Nvidia und Intel tatsächlich super krass daran beteiligt, dass Destiny 2 auch auf PC rauskommt. And I can't think of a better person to talk about how amazing that experience is than the full-time live Twitch streamer and YouTube broadcaster. Oh, jetzt, das sind wir. Welcome on stage, Tefty Teft. Wer? Tefty Teft. Wer ist Tefty Tefte? Der ist der krasseste überhaupt. Hey Doug, how you doing? Good, great to see you. Thank you, I'm honored to be here. So you jetzt steht Awesome da, oder? Aber der hat eine coole Stimme. I do. I play a lot of Destiny. I've got thousands of hours, hundreds of raids completions. I've built my community around Destiny on Twitch, and I'm a co-host for one of the founding co-hosts of Destiny Community Podcast, one of the biggest podcasts specifically for Destiny. So I know a lot about Destiny, and I play a lot of it. That's great. And so when you play it, have you experienced it on PC yet? I have, yeah. I got to play it at the event. I got to say, the PC experience is amazing. As somebody who's played a lot of hours in Destiny, everybody knows how is it going to transfer, how's the experience going to go from console to PC, are they going to actually be able to deliver? And I can say 100% sure that the PC experience is incredible. When I got to play it, I was blown away. I popped Dawn Blade, used the mouse and keyboard, and rained fire from above. It was amazing. You guys, if you're a fan of Destiny, you're going to love Destiny 2. That's awesome. Yeah. So, is anybody else here er kam jetzt auf die Bühne, um zu sagen, dass Destiny 2 toll wird. Fulltime-Streamer, 40.000 Follower. Tons of PC macht Podcasts as well. Music Producer. Ja, hat er gerade erzählt. 4K is going to be beautiful looking. It's got 21:9 ratio, uncapped frame rates. I mean, for me personally, I'm going to be looking at pushing 144 or higher for FPS because it's going to be so nice. And yes, absolutely. On top of that, Bungie has told me something specific that is exciting for the high CPU core count chips. They are optimizing the engine, so it will take advantage Hey, wir reden über Destiny 2 und über Unlocked Framerates, aber denkst du, wir zeigen was dazu? Nein, wir reden einfach drüber. Das ist doch viel cooler. Maybe hook me up. Hey, warum sollte man was zeigen? If you have an i9 Extreme, it will be able to take advantage of all those cores. That is that's Wäre einfach great. schön, As an enthusiast, wenn ihr was PC zeigen enthusiast würdet. myself, I'm very excited about that potential. 40.000 Follower, I can't wait muss to ja auch run it out nächstes Jahr eingeladen maxed werden. Ja, with as many frames wenn wir as possible. krasse Destiny-Streamer werden. Also wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, das ist wirklich, das ist alles, warum du auf der Bühne warst, um zu sagen, dass Destiny toll wird. Ja, und 144 Ernsthaft? Das ist euer fucking Ernst? I love that experience. Nothing says it like that, right? All right, so it's not just about the top 8 list titles, but also it's about the broad set of developers we participate with. The independent developers. You can see examples of product. We want to make sure everybody's developing and creating content on the PC to create more and more opportunity to participate. Guck mal, so viele tolle Sachen. We're inspiring these developers through a contest called Level Up. Take a look at the sponsors between Intel. You got Green Man Gaming, Epic, and Razer sponsoring this event. Oh boy. We have real luminaries judging, like Tim Schafer,
Yes, Tim Schafer is going to be judging this contest. The winner will be announced at PAX West in Seattle in September. I encourage you to participate. It's a great event. It's a great opportunity for independent developers to get involved and participate. And why do we care? As a software guy, why do we care? Because we want more and more content out there, more opportunities for games, for others to participate. We want to discover the next big thing on the PC. Das habe ich mich halt auch schon bei EA gefragt am Samstag. So, weißt du? Sie könnten mit einem geilen Knaller starten und irgendwie was zeigen, oder sie labern nur rum. And you, everybody here, all you gamers, ist halt, you can participate as well. I'm certain die haben einfach as you're participating in a game, you've ja, aber dann mache ich keine Pressekonferenz. Also das Ding ist doch, wenn ich eine Pressekonferenz mache und wenn es so die PC-Gaming-Show ist, dann brauche ich doch Inhalte. Und dann stelle ich doch nicht den Intel Software-Guy auf die Bühne, der Scheiße erzählt. Der halt die ganze Zeit einen Vortrag hält, ja. Immersive experience. Whether you're a gamer, a creator, or esports. Now, speaking of esports, we had two exciting announcements today in the esports arena. Ist Intel super krass interessiert an with ESL. The first being we have a landmark deal with ESL. Für die HTC Vive. Intel is now the global technology provider for esports for ESL. That's great news for everybody in the gaming community because the latest technology we use in the events, the studios, the back-end operations, and the streaming capabilities during the event. You'll have the latest technology at those events. Now, the thing I love about sports, and I'm a traditional sports admirer as well, is they have this tradition around these things called a Grand Slam. Tennis, golf, rugby. They have a Grand Slam. And there's no reason we can't have that. Und es ist langweilig. In esports, and that's why we're excited. Egal, ob es immersive ist, es ist mir egal. Are sponsoring the Grand Slam event, Intel Grand Slam, and all these leagues getting together. Ja, and geil. The first team CSGO. with 4 of the 10 events die Grand Slam will be the Grand Slam winner. They'll selbst die Frau auf dem Bild hat keinen Bock. They'll get another $1 million bonus for being the Grand Slam winner. $1 million. Und dieses Podium ist eine Million. Okay. Stark. Selbst die Leute vor Ort interessiert es nicht. So excited about the announcement today. Ja, aber was erwartest du? Da stellt sich einer hin und hält einen Vortrag. Ich erwarte, dass Intel in der Lage ist, eine spannende Präsentation zu halten und nicht es schaffen, mich um 19:40 Uhr zum Einschlafen zu bringen. Alter. Echo Arena. Ist mir völlig egal. Sie zeigen nur ein Bild davon, aber kein Video. Das habe ich schon gesehen. Das ist so ein Game mit Discs. Zeig es mir. Zeig es mir. Bitte. Free of charge for limited time at launch. So all of you can play with this game free of charge starting July 20th. 100.000 Euro. You now can participate, learn, and become an expert in VR gaming. Now, I know when you become an expert, what do you want to do? You want to showcase those Ich will skills. Videos sehen auf einer Pressekonferenz. You had an opportunity to showcase oder those Infos. Skills. That's why we're super excited to work together to create the VR Challenge. Was für eine Intel, VR-Challenge? Oculus and ESL, we're creating the VR Challenge. Das wird doch kein ernstzunehmender E-Sport. Erzähl mir doch nichts. Die VR-Challenger League. Das wird ein Event werden, wo Intel jetzt Kohle reinsteckt. Und das war's. Ja, aber danach wird halt wieder CSGO gespielt oder League of Legends oder irgendwas. Aber das ist doch vollkommen irrelevant in einem halben Jahr. Now, I know everybody likes a challenge. Ja, es für Pornostar gut ist. I'm going to give you a challenge all here today. Oder halt als Beschäftigung nebenbei. Ja. Wenn du halt irgendwie mal unterwegs bist und irgendwo gibt es VR zu spielen, dann machst du es halt, aber noch nicht zu Hause. Vor allen Dingen, der Second Prize, achso, das ist der Retweet. Okay, ich dachte, du machst da mit und gewinnst eine Brille. Ja, aber ich retweete keine Scheiße. Es gibt einen zweiten Preis, den ersten Preis und den Hauptpreis. Ja. Der erste Preis und der Hauptpreis. Is here now. The future of gaming. You can just feel it growing and growing. You see the immersive capabilities. Ich krieg einen Rappel hier. Ja, kein Scheiß. Ist wirklich was. Ich auch. Ich krieg auch einen super Rappel hier. As a software person, that helps me participate in creating amazing and compelling content. Das juckt auch echt niemanden gerade. And those new immersive experiences we all want to have. Zeig uns doch Videos, irgendwas, bitte. An example of that is VR. Ja, zeig was. Now. I'm going to go up and look at the Echo platform, Echo Arena. Ja, ist doch wahr. So zeig was,
Bitte. Oh, Video! Oh, nein! Es ist zu Ende! Es ist zu Ende! Nein! Es ist zu Ende, schau! Oh. Ja, oh! Twitch, please! Ah, das ist Mach doch mal kurz Vollbild, bitte! Das ist aber wirklich Twitch gerade im Augenblick, das Twitch buffert. Ja, Twitch buffert. Oh! Das sind aber auch 122.000 Zuschauer. Ja, das ist mir egal. I shaved my legs for this. Oh, jetzt Play. Wirklich? Ich glaube, es ist abgestürzt.